FreeCAD ermöglicht all denjenigen den Einstieg in eine objektorientierte Modellierung von Bauwerken, die von ihrer Aufgabe her eigentlich kein CAD-System benötigen. Also beispielsweise Bauleitung von Baufirmen, SIGECOs, Bauüberwachung oder auch Projektsteuerer. Und das nachfolgende Video soll einen Einstieg in die Installation von FreeCAD und das Einrichten gemäß bauspezifischen Anforderungen geben. Im Grundsatz ist das Video in 3 Teile unterteilt. Der erste Teil die klassische Installation von der Webseite, der zweite Teil das Einrichten der wesentlichen Basiselemente und im dritten Teil folgt das Einrichten einer Bibliothek für eigene Objektvorlagen. Um FreeCAD herunterzuladen, öffne ich zunächst die Internetseite, gehe bei der Sprache auf die deutsche Sprache, vereinfacht ein bisschen was und wähle jetzt als nächstes den Schalter Herunterladen. Dann das Betriebssystem, in der Regel Windows, und der Installer wird entsprechend heruntergeladen. Im Weiteren warte ich jetzt, gehe in den Download-Bereich, dort ist der Installer heruntergeladen, klicke zweimal an und öffne damit das Installationsprogramm. Dieses öffnet sich und ich gehe eigentlich die Menüschritte durch, wobei das bei FreeCAD nicht besonders viele sind, die ich entsprechend aufrufe und umsetze. Und das Programm wird entsprechend installiert. Und ich kann FreeCAD beginnen. Als erstes lege ich mir einen Arbeitsbereich fest, mit dem ich im Weiteren arbeiten möchte. In diesem Sinne würde ich den BIM-Arbeitsbereich wählen, weil hier die meisten Funktionen für Bauwerke und das Bauwesen enthalten sind. Über Werkzeuge Add-on Manager installiere ich den Arbeitsbereich BIM. Diesen hier auswählen, kurz warten, bis es geladen ist, installieren, auch hier kurz warten, bestätigen, dass er installiert werden soll, damit wird es übernommen und jetzt bringt er mir die Meldung FreeCAD neu starten. Nachdem FreeCAD neu gestartet ist, kann ich jetzt oben über den Arbeitsbereich BIM auswählen und damit habe ich meine Arbeitsoberfläche für das Bauwesen. Als nächstes mache ich grundsätzliche Einstellungen für mein Entwurfsraster und für meine Beschriftung. Innerhalb der Einstellungen gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die man sich einfach mal anschauen muss, wie beispielsweise mit welcher Farbe man arbeiten möchte, mit welchem Hintergrund man arbeiten möchte und so weiter. Ich gehe auf Bearbeiten, Einstellungen und wähle als ersten Bereich Allgemein. Hier lege ich jetzt fest, mit welchem Arbeitsbereich soll gestartet werden. Ich möchte grundsätzlich mit dem BIM-Arbeitsbereich starten. Über den Schalter Anwenden unten wird die Einstellung übernommen. Als nächstes gehe ich auf das Register Einheiten, wähle dort die Einheiten MKS, Meter, Kilogramm, als meine Standardeinheit. Ebenfalls wieder Anwenden, bestätigen. Danach gehe ich auf das Symbol Draft, wähle das Register Raster, wähle einen Rasterabstand von 10 cm und 100 Linien. Damit habe ich eine Fläche von 10 mal 10 Metern. Danach wähle ich das Register Texte und gebe die Größe der Beschriftung ein. Die sollte relativ groß sein, also Schriftgröße 20 cm, Länge der Hilfslinien 3 cm. Maßhilfslinien 20 cm, Maßlinienüberstand 40 cm. Pfeildarstellung, senkrechter Strich, Pfeilgröße 10 cm und Textabstand ebenfalls 10 cm. Bestätige die ganzen Eingaben mit OK und habe damit die Einstellungen abgeschlossen. Ich wechsle zum Menüpunkt Ansicht. Insbesondere gehe ich hier auf Arbeitsbereich, Symbolleisten und Paneele, weil darüber kann ich die Fenster und die einzelnen Systembereiche einblenden bzw. ausblenden. In FreeCAD wähle ich Ansicht, gehe unten auf Arbeitsbereich und kann mir die Arbeitsbereiche entsprechend wählen. Wichtiger sind Symbolleisten, da ich hierüber meine ganzen kleinen Werkzeuge oben entsprechend ein- und ausblenden kann. Als letztes gehe ich auf Paneele, weil da kann ich die Fensterstruktur entsprechend steuern.
Ich habe eigentlich immer nur das Kombo-Fenster eingeschaltet und alle anderen entsprechend ausgeblendet. Die Anordnung der Werkzeuge, mit der wir nachher in der CAD arbeiten, erfolgt über die Symbolleisten. Ich gehe mit meiner Maus in den Bereich der Symbolleisten und verwende dort die rechte und die linke Maustaste. Um die Anzahl der sichtbaren Arbeitsbereiche einzugrenzen, gehe ich auf die Symbolleisten, wähle rechte Maustaste und unten Benutzer definiert. Wähle im Weiteren das Register Arbeitsbereiche und kann jetzt hier bei aktivierte Arbeitsbereiche die Arbeitsbereiche herausnehmen, die ich nicht mehr benötige. Also den Arbeitsbereich wählen und mit der Pfeiltaste ihn in den deaktivierten Bereich verschieben. Gleiches kann ich mit deaktivierten Arbeitsbereichen tun, das heißt den Arbeitsbereich Technik Draw sollte ich für mich aktivieren. Damit das Ganze für mich sichtbar ist, muss ich FreeCAD schließen und wieder neu öffnen. Die Anordnung der Symbolleisten kann ich nach meinen eigenen Bedürfnissen und Arbeitswünschen entsprechend verschieben. Ich gehe auf die Symbolleiste, halte die linke Maustaste gedrückt und kann die Symbolleiste entsprechend auf dem Bildschirm an die Position verschieben, an der ich sie haben möchte. Wenn ich eine Symbolleiste ein- oder ausblenden möchte, gehe ich ebenfalls wieder auf die Symbolleiste mit der Maus, drücke rechte Maustaste und dann sehe ich alle Symbolleisten, die aktuell möglich sind, zu wählen und kann sie entsprechend ein- oder ausschalten. Das Entwurfsgitter ist ein ganz wesentliches Werkzeug und deswegen möchte ich zum Abschluss der Basiseinstellungen ein paar Hinweise geben. Das Entwurfsgitter wird erst sichtbar, wenn ich ein neues Projekt habe. Also ich gehe auf Neu. Dann ist es zunächst nicht sichtbar, sondern ich muss jetzt auf das Werkzeug Entwurfsgitter gehen. Hier zweimal klicken. Dann sehe ich mein Entwurfsgitter, so wie ich es in den Einstellungen angelegt habe. Also mit dem Abstand, mit dem Rasterabstand eigentlich von 1 Meter, insgesamt 10 Meter lang. Und die einzelnen Linien innerhalb eines Rastersystems sind dann 10 cm. Möchte ich jetzt das Entwurfsgitter im Weiteren bearbeiten, gehe ich oben auf das Feld Top. Dann geht ein zusätzliches Menü auf, in dem ich jetzt nochmal Details im Entwurfsgitter wieder anpassen kann, was sehr schön ist, wenn ich während meiner Modellierung ein kleineres oder größeres Entwurfsgitter brauche und kann es auch entsprechend den Bauteilen anpassen. Hier muss man einfach mal die Funktionsweise und die Möglichkeiten ausprobieren. Irgendwann möchten Sie mit eigenen Objektvorlagen arbeiten und FreeCAD bietet eine Möglichkeit, diese in einer Bibliothek zu verwalten. Entsprechend möchte ich Ihnen kurz darstellen, wie man mit Objektvorlagen arbeitet, wie man das Makro installiert und wie man sich Verzeichnisse für seine eigenen Objektvorlagen einrichtet und einbindet. Mit FreeCAD habe ich die Möglichkeit, auf vorhandene, vorprogrammierte Objekte zuzugreifen. Die sind in Arch oder in BIM entsprechend abgespeichert und fest programmiert. Jetzt habe ich die Situation, dass ich aber auch Objekte brauche, die ich mir selber erstellt habe, weil sie für meinen Anwendungsbereich, hier zum Beispiel Baubetrieb, Baustelleneinrichtung, entsprechend nutze. Dafür gibt es ein Makro Parts Library und da kann ich eigenständige in FreeCAD gezeichnete Objekte einbinden. Ich kann sie mir über eine Vorschau anzeigen lassen und wenn ich einmal doppelt draufklicke, dann habe ich das Objekt entsprechend in der Zeichnung und kann auch dann hier es verändern, bewegen und bearbeiten. Dieses Makro muss eingerichtet werden. Das wollen wir uns jetzt angucken. Im ersten Schritt gehe ich auf Makros. Wieder auf Makros. Und kann jetzt hier neue Makros herunterladen. Damit lande ich im Add-on Manager, gebe das Wort Parts ein als Filter und wähle Parts Library aus, weil ich das entsprechend installieren möchte. Jetzt holt er erstmal die Basisinformationen und jetzt kann ich die Installation starten. Er lädt mehr als 1 GB herunter, das heißt, wenn man jetzt die Installation startet, braucht man einfach Zeit. Also ihn starten und dann erstmal 10 Minuten Kaffee trinken. Wir sehen uns gleich wieder. Erhalte die Information, dass installiert ist, schließe diese und schließe das gesamte Fenster. Jetzt muss ich
FreeCAD neu starten. FreeCAD ist neu gestartet. Bedeutet, ich gehe wieder auf Makros, jetzt aktuelle Makros und sehe mein Part Library. Wenn ich auf diesen Menüpunkt gehe, sehe ich als nächstes den Pfad, unter dem das Makro liegen sollte. Bestätige ich jetzt den Schalter, um das Makro aufzurufen, kann eine Fehlermeldung erfolgen, dass er das Makro nicht gefunden hat, und zwar unter dem genannten Verzeichnis. Ich wechsle in den Explorer, gehe auf das Verzeichnis Rooming FreeCAD, schaue unter Makro, ob da etwas liegt, einmal anklicken oder das Verzeichnis anlegen. Es ist logischerweise leer und gehe jetzt zurück auf FreeCAD und dann auf das Verzeichnis Mod und hier auf Part Library nach ganz unten und lese Part Library FC Makros, kopiere ich, markiere ich, kopiere ich in das Verzeichnis Makro. Schließe alle Fenster und FreeCAD, starte FreeCAD neu, gehe auf Makros, aktuelle Makros, Part Library und mein Makro geht auf, mit dem ich jetzt im Weiteren arbeiten kann. Dazu lege ich mir ein Verzeichnis an, wo ich mir überlege, diese Vorlagen abzulegen. Ich habe es zum Beispiel unter dem Verzeichnis Klassen gemacht und habe dann für meine Baustelleneinrichtung, für den Kanal, für Straßenbauteile und so weiter mir entsprechende Vorlagen erstellt. Und genau dieses Verzeichnis bis zu den Klassen muss ich jetzt in die Bibliothek in FreeCAD in den Optionen eintragen. Auf der anderen Seite hat die Part Library schon auch eine Vielzahl von Objekten vorgegeben oder macht Vorschläge, zum Beispiel auch im Architekturbereich für Konstruktion, für Türelemente und so weiter. Diese sind abgelegt unter AppData Rooming FreeCAD Mod, dann Part Library, und dort kann ich die finden. Viele von denen kann man auch nachher löschen. Hier Hydraulik, Logistik, Maschinenbau, die einen für ein Bauwesen nicht interessieren. Die Architekturteile sich mal anschauen, gegebenenfalls auch mitarbeiten. Allerdings dann am besten in den eigenen Pfad übertragen, so dass man sie schnell und einfach findet. Der Rooming-Pfad ist halt nicht ganz geschickt, weil für die Verwaltung und so weiter das Ganze ein bisschen umständlich ist. Wenn man über Makro, aktuelle Makros, die Parts Library aufgerufen hat und will auf die Baustelleneinrichtung gehen und diese öffnen, dann kann es manchmal dauern, jetzt im Moment ging es sehr schnell, kann es aber oftmals 1 Minute dauern, bis er das entsprechende Verzeichnis gefunden hat, also einfach ein bisschen Geduld haben. Damit er diese Verzeichnisse findet, gehe ich auf Options, Config und kann hier den Pfad eintragen, beziehungsweise ganz normal über den Explorer aufrufen und habe damit die Installation abgeschlossen. Gehe auf OK und entsprechend funktioniert das Ganze jetzt. Über Preview kann ich mir jetzt auch noch angucken, die Bilder, die FreeCAD als Erkennungszeichen für die einzelnen Dateien ablegt. Und damit wäre die Installation der Objektvorlagen abgeschlossen.